Hallo und herzlich willkommen zum Paragraphenplausch, der Podcast von Ecovis Caso. Wir behandeln Themen aus den Bereichen Steuerberatung, Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung und natürlich Unternehmensberatung. Mein Name ist Anja Ludewig und unser Thema heute ist, wie mache ich mich als Ärztin oder Arzt eigentlich selbstständig und was gibt es dabei zu beachten? Welche Rechtsform gibt es? Welche Steuern muss ich am Ende bezahlen? Und welche Fallstricke gibt es allgemein zu umgehen beziehungsweise gar nicht erst aufkommen zu lassen? Um aus diesem Dickicht herauszufinden, habe ich meine beiden Expertinnen Steffi und Julia dabei. Schön, dass ihr da seid. Mögt ihr euch kurz vorstellen, bitte? Hallo Anja. Hallo Anja, schön hier zu sein. Mein Name ist Stefanie Anders, ich bin Steuerberaterin und Fachberaterin für das Gesundheitswesen, verantworte bei der Ecovis KSO den Heilberufebereich und leite gemeinsam mit einer weiteren Kollegin ein aktuell 16-köpfiges Team. Wir betreuen sehr viele Ärzte, Zahnärzte in verschiedenen Praxiszusammenschlüssen, medizinische Versorgungszentrum, kurz genannt MVZ, das ist, glaube ich, sehr geläufig. Ja, und querbeet alles, was irgendwie mit Heilmittelerbringern und der Heilmittelbranche zu tun hat. Physiotherapeuten. Also die ganze Bandbreite einmal durch. Genau. Das klingt spannend. Julia. Genau, ich bin Julia, ich bin Rechtsanwältin, insbesondere spezialisiert auf das Arbeitsrecht und ich unterstütze Steffi in allen rechtlichen Angelegenheiten, die im medizinischen Bereich so auf uns zukommen. Das klingt sehr gut. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt einfach mal an. Ich habe ja so ein paar Blogbeiträge auch gelesen und muss sagen, okay, bei den Praxisformen geht es schon los. Es gibt ja so unfassbar viele Praxisformen. Könnt ihr mich da einfach mal kurz abholen, worauf man sich da vielleicht auch beziehen sollte oder was so die richtige Praxisform für mich wäre? Ja, gerne. Ich würde einfach mal allgemein nennen, welche Möglichkeiten es gibt. Man muss so ein bisschen unterscheiden, möchte man die Praxis jetzt als Arzt in der Rechtsform als Einzelpraxis betreiben, quasi als Alleinkämpfer, oder möchte man sich mit anderen Kollegen zusammenschließen? Da gibt es einmal die Möglichkeit der Berufsausübungsgemeinschaft, es gibt die Praxisgemeinschaft und es gibt das MVZ, Kurzform vom Medizinischen Versorgungszentrum, was mittlerweile auch sehr geläufig ist. Das sind so verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, wir würden sie jetzt einfach mal gemeinsam einzeln vorstellen. Ich würde mal mit der Einzelpraxis starten. Sehr gern. Das finde ich gut, das nochmal zu beleuchten. Ja, also Einzelpraxis ist im Prinzip wirklich, wenn ein Arzt komplett alleine seine Praxis betreibt, quasi wie ein eigenständiges Unternehmen. Genau, die Einzelpraxis verrät eigentlich auch schon die Rechtsform. Wenn du dich als niedergelassener Arzt oder als niedergelassene Ärztin selbstständig machst in einer Einzelpraxis, dann passiert das in der Rechtsform eines Einzelunternehmens. Das bedeutet, du bist dein eigener Chef, du hast die freie Entscheidungsgewalt, allerdings kommt dazu auch natürlich Risiken, zum Beispiel das Haftungsrisiko. Als Einzelunternehmen haftest du persönlich und unbeschränkt mit deinem gesamten Vermögen. Genau, dann gibt es noch die Praxisgemeinschaft. Da ist es tatsächlich so, dass ich gehe jetzt einfach mal von 2 Ärzten aus. Man kann das jetzt auch größer denken, aber ich würde es jetzt einfach mal auf 2 Ärzte runterbrechen. Da ist es so, dass jeder Arzt selber noch mal eine Einzelpraxis führt als wirtschaftlich eigenständige Einheit und sich dann mit einem weiteren Arzt zu einer Praxisgemeinschaft zusammenschließt, um Ressourcen einfach gemeinsam zu nutzen. Also sei es jetzt Praxisräumlichkeiten, Personal und Praxisgerätschaften. Das sind so die gängigen Ressourcen, die dann gemeinsam genutzt werden. Das heißt, man teilt sich die Kosten, hat aber im Prinzip eine eigenständige Einzelpraxis und auch ganz wichtig, das ist ein wichtiges Merkmal, auch einen eigenen Patientenstamm. Das heißt, die Ärzte betreuen ihre eigenen Patienten und betreuen jetzt nicht wechselseitig noch die anderen Patienten des anderen Arztes. Das ist ja für die Patientinnen dann auch ganz wichtig zu wissen, ne? Ja, genau. Genau, so ist es. Und ja, wichtig dabei ist, dass man natürlich vertragliche Grundlagen schließen sollte, die wirklich die Grundlagen dieser Zusammenarbeit regeln. Aber es bleibt trotzdem dabei, jeder ist für sich selbstständig und jeder betreibt sein eigenes Einzelunternehmen. Das ist natürlich auch ein Haftungsthema, ne? Also wenn es da jetzt einfach So ist um es. Regresse geht, bei Behandlungsfehlern ist es tatsächlich so, dass wir einmal die Praxisgemeinschaft als Zusammenschluss haben, die haftet aber nicht für Behandlungsfehler, weil im Prinzip jeder Arzt seinen eigenen Patientenstamm hat. Genau so. Okay, und wie ist das mit dem MVZ?
Beim MVZ ist es so, zum einen, da ist Julia aber die Expertin, gibt es da verschiedene Rechtsformen. Einmal kann man ein MVZ in der Rechtsform einer GmbH betreiben oder als GbR. Und da ist es tatsächlich so, dass sich da mehrere Ärzte zusammenschließen können. Auch mittlerweile Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen. Das war anfangs nicht möglich, sodass man im Prinzip, sage ich jetzt mal, unter einem Dach eine vollumfängliche Behandlung den Patienten anbieten kann, dass nicht eine Überweisung von einer Praxis in die andere erfolgen muss, sondern dass man im Prinzip im besten Fall den Patienten einfach eine Tür weiter zum Kollegen schicken kann. Quasi wie bei Ecovis KSO. Alles unter einem Dach. Genau, das ist ja unser Ansatz. Genau. So ist es. Genau. Wenn wir jetzt also ein MVZ gründen, müssen wir im Gründungsprozess allerdings höhere formelle Anforderungen erfüllen als normalerweise bei den anderen Gründungsformen. Insbesondere bedarf es für die Betreibung eines MVZs die Zulassung durch die Kassenärztliche Vereinigung. Das ist ein formeller Prozess, der befolgt werden muss, damit man die Erlaubnis dafür hat. Mhm. Hat man diese Erlaubnis, kann man sich natürlich für die Rechtsform entscheiden, wie Steffi gerade schon gesagt hat, unter anderem in der Form der GbR oder der GmbH. Die GmbH hat den Vorteil, beziehungsweise ich muss weiter ausholen, natürlich braucht man für die GmbH ein Startkapital, um diese GmbH gründen zu können. Wenn man die GmbH allerdings gegründet hat, hat man den großen Vorteil, dass hier die Haftung dann beschränkt ist auf das Gesellschaftsvermögen. Das heißt, du haftest nicht mehr privat und unbeschränkt mit deinem gesamten Vermögen. Alles klar, das ist schon mal gut zu wissen. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist die Gemeinschaftspraxis. Stimmt. Die gibt es auch noch. Da ist es so, das ist so ein bisschen, das muss man so ein bisschen unterscheiden im Vergleich zur Praxisgemeinschaft. Da ist es tatsächlich so, dass sich auch mindestens 2 Ärzte zusammenschließen. Auch da gemeinsam die Praxisräume, Personal und auch Gerätschaften nutzen. Da aber einen gemeinsamen Patientenstamm behandeln. Das heißt, da kann man sich auch wechselseitig etwas flexibler vertreten im Krankheits- oder Urlaubsfall. Das ist im Prinzip so der wesentliche Unterschied zur Praxisgemeinschaft, dass wir bei der Berufsausübungsgemeinschaft den gemeinsamen Patientenstamm haben und keine Trennung. Also wir haben nicht 2 wirtschaftliche Einheiten, sondern wir haben wirklich eine gesamte Einheit. Und ja, früher war die Praxisgemeinschaft mehr unter dem Begriff Gemeinschaftspraxis geläufig. Der Name fällt halt immer noch mal wieder. Ja, das ist auch eine Rechtsform, die man auch nicht vergessen darf. Sehr, sehr, sehr viele verschiedene Optionen. Das muss man ja steuerlich dann auch nochmal irgendwie anders betrachten. Welche Unterschiede gibt es da steuerlich dann zwischen den einzelnen Praxisformen? Ja, also insgesamt betrachtet muss man halt auch wirklich immer unterscheiden, in welcher Einkunftsart sind wir unterwegs. Grundsätzlich sind ja Ärzte Freiberufler und erzielen selbstständige Einkünfte. Da unterliegt der Praxisgewinn der Einkommensteuer. Ich würde jetzt die MVZ GmbH erstmal nochmal außen vor lassen und jetzt wirklich erstmal nur auf die selbstständigen Einkünfte eingehen. Da haben wir es halt wirklich immer so, dass der Praxisgewinn der Einkommensteuer unterliegt, wie ich gerade schon sagte. Bei der Einzelpraxis ist es so, dass wir eine Einnahmenüberschussrechnung im Regelfall erstellen müssen. Man kann mitunter auch eine Bilanz erstellen. Ja, im Rahmen dieser Einnahmenüberschussrechnung wird dann der Praxisgewinn ermittelt und der unterliegt dann in der persönlichen Einkommensteuererklärung des Arztes der Einkommensteuer. Dann haben wir einmal noch die Praxisgemeinschaft. Da hatte ich ja eingangs schon gesagt gehabt, dass es im Prinzip 2 unterschiedliche oder 2 getrennte wirtschaftliche Einheiten sind. Das heißt, wir haben auch da zweimal die Einzelpraxis, wo dann im Prinzip der Praxisgewinn ermittelt wird und dann einmal nochmal im Rahmen der persönlichen Einkommensteuer des jeweiligen Arztes besteuert wird mit dem persönlichen Steuersatz. Dann sind die beiden Ärzte ja noch gemeinschaftlich in der Praxisgemeinschaft als Gesellschafter ja quasi unterwegs und teilen sich da die Kosten. Also das ist halt wirklich nur eine reine Kostengesellschaft. Die produziert ja keine Praxiserlöse, sondern wirklich nur Kosten, Personal, Miete, Gerätschaften, also die Abschreibung dafür. Und da muss eine sogenannte gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung abgegeben werden. Das ist praktisch eine gemeinsame Steuererklärung, die die Praxisgemeinschaft abgeben muss. Mhm.
wo man im Prinzip schaut, wie hoch sind die Kosten insgesamt, die entstanden sind. Und die werden dann halt aufgeteilt, je nach Beteiligungsverhältnis oder vielleicht auch nach dem Umfang. Wenn ein Arzt jetzt deutlich mehr praktiziert als der andere, wird es dann halt auch nochmal, kann man es auch prozentual aufteilen. Und dann ist es im Prinzip ein anteiliger Verlust, der jedem Gesellschafter dann nochmal zugewiesen wird und dann halt im Prinzip im Rahmen der Einkommensteuererklärung mit den jeweiligen Gewinnen aus der Einzelpraxis verrechnet wird. Dann haben wir einmal noch das MVZ in der Rechtsform der GbR, das ist auch eine Personengesellschaft. Da muss man im Prinzip schauen, wie hoch ist der Praxisgewinn insgesamt, also Praxiseinnahmen abzüglich Praxisausgaben. Und der wird dann halt, je nachdem, wie es halt auch gesellschaftsrechtlich im Vertrag geregelt ist, dann hinterher nochmal aufgeteilt, entweder auch prozentual oder nach Köpfen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dann versteuert halt der jeweilige Gesellschafter diesen anteiligen Praxisgewinn, den er im Rahmen des MVZ erzielt, dann in der persönlichen Einkommensteuererklärung. Genau, dann haben wir noch die MVZ GmbH, da hatte ich ja gerade schon gesagt, die ist ein bisschen gesondert zu betrachten. Dadurch, dass es eine GmbH ist, ist die Kraftgesetzes ein Gewerbebetrieb, auch unabhängig davon, wenn ein Arzt eigentlich freiberuflich unterwegs ist ansonsten. Und da ist es halt so, dass Kraftgesetzes dann Körperschaft und Gewerbesteuer zu zahlen ist auf den Praxisgewinn. Das sind so roundabout, je nach Gemeinde, in der die Praxis angesiedelt ist, rund 30% Steuerbelastung auf Ebene der GmbH. Und da ist halt die Besonderheit, dass der Arzt, der Geschäftsführer ist, im Regelfall angestellt ist beim MVZ, dort ein Gehalt erzielt, das unterliegt ganz normal der Lohnsteuer monatlich und dieses Gehalt mindert den Praxisgewinn der MVZ GmbH. Wow. So Anja, als kleiner Überblick. als kleiner Überblick. Anja, ich hoffe, wir haben dich nicht erschlagen mit den ganzen Infos. Natürlich ist es wichtig, dass man sich gute Gedanken darüber macht, in welcher Form man gründen möchte. Und man sollte wirklich vorher alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte abwägen und dann seine informierte Entscheidung treffen. Allerdings muss man ja auch beachten, es ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Wenn ich jetzt also mich das erste Mal selbstständig mache und ich gründe eine Einzelpraxis und später lerne ich Kollegen oder Kolleginnen kennen, mit denen ich mir super gut vorstellen kann, zum Beispiel eine Gemeinschaftspraxis zu machen oder vielleicht sogar ein MVZ zu gründen, weil wir alle unterschiedliche Spezialgebiete haben, dann lässt sich das ja auch alles einrichten. Deswegen würde ich immer raten, natürlich die erste Entscheidung wohl überlegt zu treffen, allerdings auch einfach regelmäßig eine Bestandsaufnahme zu machen. Passt denn die Form, die du gewählt hast, noch gerade zu deinen Ansprüchen oder gibt es vielleicht Neuerungen, weswegen du vielleicht auch einfach ja, eine berufliche Veränderung wagen möchtest? Absolut, ja. Die Weiterentwicklung findet ja überall statt. So ist es. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob wir jetzt schon über die Registrierung beim Finanzamt gesprochen hatten, in Bezug auch auf Praxisgewinne. Könnt ihr mich da auch nochmal abholen? Wie läuft das denn überhaupt mit der Registrierung beim Finanzamt ab? Sehr gerne. Das ist wirklich ein wichtiges Thema. Gut, dass du das aufgreifst. Das darf man auch gerade im Gründungsprozess wirklich auch nicht vergessen, weil es zum einen wichtig ist, dass auch eine Steuernummer erteilt wird. Das kann mitunter beim Finanzamt auch immer mal ein bisschen dauern, bis das Finanzamt dann auch wirklich eine Steuernummer erteilt hat, was dann auch immer so ein bisschen schwierig ist, weil man als Arzt natürlich, wenn man dann startet zu praktizieren, auch irgendwann mal Rechnungen schreiben möchte, damit auch liquiditätsmäßig alles in Ordnung ist. Im besten Fall. Genau, das ist halt wirklich wichtig. Auch da wird so ein bisschen unterschieden bei der steuerlichen Registrierung. Bin ich jetzt in der reinen Freiberuflichkeit, also erziele ich Einkünfte aus selbstständiger Arbeit oder betreibe ich meine Praxis als MVZ in der Rechtsform einer GmbH? Bei der freiberuflichen Tätigkeit ist es halt so, dass es da nicht so starre formelle Vorschriften gibt. Ich muss binnen 4 Wochen nach Aufnahme der Tätigkeit eine Anzeige beim Finanzamt abgeben, wo ich im Prinzip mitteile, dass ich jetzt selbstständig tätig bin. Gleichzeitig muss ich einen sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung einreichen. Da müssen verschiedene Angaben gemacht werden. Unter anderem muss auch eine Prognose abgegeben werden, mit welchen Umsätzen oder mit welchem Praxisgewinn rechne ich im Gründungsjahr und in dem darauffolgenden Jahr. Wie viele Arbeitnehmer beabsichtige ich anzustellen? Ja, und so ein paar allgemeine Angaben noch auch zur Umsatzsteuer, ob ich ausschließlich umsatzsteuerbefreite Heilbehandlungen erbringe oder ob ich vielleicht auch in die Umsatzsteuerpflicht reinrutschen könnte. Ja, und auf Grundlage dieses Fragebogens wird im Prinzip eine Steuernummer vergeben.
Und auch ganz wichtig, es werden Einkommensteuervorauszahlungen festgesetzt. Deshalb sollten die Angaben, die in diesem Fragebogen gemacht werden, wirklich sehr durchdacht sein, damit man halt nicht eventuell viel zu viel vorauszahlt erst einmal oder mitunter auch zu wenig. Das könnte beides halt gefährlich sein, weil man dann auch Gefahr läuft, vielleicht auch hohe Nachzahlungen hinterher leisten zu müssen. Ganz kurz noch zur MVZ GmbH. Da ist es halt so, der GmbH-Prozess ist ja auch ein bisschen komplexer. Das heißt, es läuft ja auch über das Notariat dann noch. Und da muss ich halt, ich hatte ja eben schon mal so ein bisschen erwähnt gehabt, dass eine GmbH-Kraft Rechtsform gewerbliche Einkünfte erzielt. Da muss ich tatsächlich, und das ist wirklich wichtig, das wird tatsächlich oftmals vergessen, das kriege ich immer so ein bisschen mit, wenn ich in die Beratung gehe. Da muss ich bei der Gemeinde eine Gewerbeanmeldung vornehmen und dann ist da im Prinzip nochmal parallel der gleiche Prozess, Einreichung eines Fragebogens zur steuerlichen Erfassung. Und ich würde auch immer anraten, dass man auch selber nochmal eine Anzeige gegenüber dem Finanzamt erstattet. Im Regelfall teilen die Gemeinden das dem Finanzamt mit, reichen die Gewerbeanmeldungen ein, aber man sollte da einfach immer nochmal auf Nummer sicher gehen, damit von Anfang an alles glatt läuft. Mhm. Ja, besser ist das. Nicht, dass irgendwo doch irgendwas untergeht. Ja. Dann hattest du mir jetzt meine nächste Frage direkt auch schon mit beantwortet, so ziemlich mit beantwortet, welche Steuern dann eigentlich auf mich zukommen. Du hast jetzt die Einkommensteuer erwähnt, Umsatzsteuer. Könnte man da vielleicht nochmal in die Tiefe gehen? Man muss ein bisschen unterscheiden. Einmal die Ebene des Praxisgewinns, ne, der unterliegt halt bei der selbstständigen Tätigkeit der Einkommensteuer beziehungsweise bei der MVZ GmbH der Körperschaft und Gewerbesteuer. Das ist halt die Belastung des Praxisgewinns. Mitunter könnte man halt auch in die Gewerbesteuer rutschen. Da muss man immer aufpassen, auch wenn man per se eigentlich freiberuflich und selbstständig unterwegs ist. Wenn man aber bestimmte Tätigkeiten ausübt, ich sage mal so klassisch der Zahnarzt, der dann noch anfängt, Zahnbürsten zu verkaufen oder was auch immer, das ist halt keine Heilbehandlung, das ist dann wirklich eine gewerbliche Tätigkeit, die man dann auch wirklich trennen muss. Da muss man wirklich aufpassen. Wenn ich jetzt in der Einzelpraxis unterwegs bin, ist das kein Problem, dann trenne ich die Bereiche. Sobald ich aber im Rahmen einer Personengesellschaft, also beispielsweise der Berufsausübungsgemeinschaft oder auch der MVZ GbR unterwegs bin, muss man da wirklich aufpassen. Das kann mitunter zu einer kompletten Gewerblichkeit des Praxisgewinns führen. Da muss man dann im Vorfeld schon mal so ein bisschen Weichen stellen, dass man das auch trennt. Und ja, die Umsatzsteuer darf wirklich auch nicht vernachlässigt werden. Es wird oft immer so ein bisschen abgetan, ach ja, sind ja Ärzte, die haben nichts mit Umsatzsteuer zu tun, weil per se Heilbehandlungen von der Umsatzsteuer befreit sind. Es gibt aber bestimmte Behandlungen, wenn ich zum Beispiel jetzt auch in den Bereich der plastischen Chirurgie gehe oder halt auch einfach Behandlungen durchführe, die jetzt keine medizinische Indikation haben, dann können diese halt mitunter umsatzsteuerpflichtig sein. Gutachten, Vorträge, wenn die gehalten werden, die sind auch im Regelfall umsatzsteuerpflichtig. Also das müsste man dann im Zweifelsfall wirklich von Anfang an direkt auch prüfen. Mhm. Da hast du ja jetzt sicherlich auch schon den ein oder anderen Fallstrick mitgenannt. Gibt es sonst noch Fallstricke, die Ärztinnen und Ärzte eurer Meinung nach schnell übersehen könnten, auf die ihr noch eingehen wollt? Ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir schon so abgeklappert. Super. Das freut mich zu hören. Dann nehme ich direkt nochmal den anderen Part mit auf, weg von den Ärztinnen und Ärzten und mal hin zu den Mitarbeitenden. Was muss da eigentlich beachtet werden bei den Mitarbeitenden? Ja, da würde ich sagen, steige ich doch jetzt mal ein. Thema Arbeitsrecht. Thema Arbeitsrecht, so ist es. Genau. Wenn du jetzt eine Praxis gegründet hast, wirst du voraussichtlich die nicht alleine managen können. Selbst wenn du alleine als Ärztin da tätig bist, brauchst du zumindest Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dich in der Praxis unterstützen. Wenn du diese Mitarbeiterin einstellst, musst du darauf achten, dass du einen rechtssicheren Arbeitsvertrag mit diesen Mitarbeitern abgeschlossen hast. Ja, der beste Arbeitsvertrag ist nicht unbedingt das erstbeste Muster, was die Internetrecherche ergibt, sondern der Arbeitsvertrag sollte wirklich auf das individuelle Arbeitsverhältnis abgestimmt sein und neben diesen klassischen Punkten wie die Arbeitszeiten, das Gehalt, die Urlaubsregelung, gerade im medizinischen Bereich auch Regelungen zum Datenschutz und zur Verschwiegenheit beinhalten. Daneben ist es für dich dann als Arbeitgeber, in deiner neuen Position als Arbeitgeber natürlich auch wichtig, dass du alle Arbeitsschutzmaßnahmen einhältst.
Das ist zum einen, dass du darauf achtest, dass der Mindestlohn eingehalten wird und dass Pausenregelungen eingehalten werden. Und auch wieder hier im medizinischen Bereich natürlich essentiell, dass du Vorkehrungen triffst, zum Beispiel für den Infektionsschutz oder den Unfallschutz. Abschließend bist du jetzt in der Arbeitgeberrolle ja auch dazu verpflichtet, deinen Mitarbeitern dann das Gehalt auszuzahlen. Und das passiert natürlich auf Grundlage einer ordnungsgemäßen Gehaltsabrechnung. Das heißt, auch hier muss eine Gehaltsabrechnung erstellt werden. Es müssen Steuer- und Sozialabgaben abgegeben werden. Das würde ich sagen, machen die meisten Neugründer, indem sie einen Dienstleister dazu holen, wie zum Beispiel unsere Lohnabteilung, und das deswegen auslagern. Aber auch hier natürlich Obacht, der Arbeitgeber haftet letztendlich dafür, dass das alles seine Richtigkeit hat. Vielen Dank für deine Ausführungen. Das war wirklich nochmal sehr informativ. Aber sind wir jetzt mal ehrlich, der Fachkräftemangel macht ja auch vor der Medizinbranche keinen Halt. Was genau kann ich jetzt eigentlich tun, um die Mitarbeitenden bei mir zu halten, die Attraktivität quasi für die zu steigern? Ja, den Ball würde ich einfach gerne nochmal aufnehmen, Anja. Also der Fachkräftemangel macht keineswegs halt vor der Medizinbranche. Viele Ärzte sind wirklich auch davon betroffen und es ist halt wirklich auch schwierig, geeignetes Personal mittlerweile zu finden und das auch vor allem zu halten, gerade im Bereich der medizinischen Fachangestellten. Und da ist es natürlich wichtig, zum einen wirklich als attraktiver Arbeitgeber am Markt aufzutreten, um neue Mitarbeitende zu gewinnen, aber vor allem auch die bestehenden Mitarbeiter zu halten. Und da muss man halt wirklich sagen, wenn es da um reine Gehaltserhöhungen geht, ist das nicht mehr wirklich ein Mittel, wo man halt auch gerade jüngere Menschen mit anspricht. Ne? Weil ich sag mal, wenn man jetzt das Gehalt um beispielsweise 100 Euro monatlich erhöht, ist das in dem Moment erstmal nett. Wir haben natürlich aber auch die Inflation, die dagegen spielt. Und das ist im Prinzip so ein Effekt, wo man wirklich sagt, der ist auch schnell wieder weg. Also der ist in dem Monat, ist der präsent, vielleicht nur 1, 2 Monate später. Aber danach ist dieser Effekt im Prinzip wieder verpufft. Ne? Und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen haben wir das Instrument der betrieblichen Altersvorsorge, was ich persönlich wirklich sehr wichtig finde, weil wir kennen ja alle das Thema persönliche Rentenlücke. Man muss halt einfach fürs Alter nochmal vorsorgen. Und da gibt es ja sogar, jetzt schaue ich die Kollegin nochmal an, auch eine gesetzliche Verpflichtung, dass es angeboten werden muss, dass jeder Arbeitgeber im Prinzip seinen Mitarbeitenden die betriebliche Altersvorsorge anbieten muss und oder zumindest die Möglichkeit schaffen. Das finde ich wirklich eine wichtige Komponente, weil man dann einfach auch im Hinblick auf die spätere Absicherung im Alter wirklich den Mitarbeitenden was Gutes tun kann. Aber es gibt auch verschiedene andere Möglichkeiten, wo man unter anderem auch einfach Benefits gewähren kann und die dann mitunter sogar lohnsteuerfrei und sozialversicherungsfrei on top auf das Gehalt gezahlt werden können und wo man einfach auch wirklich vielleicht auch mit einem Praxislogo arbeiten kann und einfach auch den Mitarbeitenden was an die Hand geben kann, zum Beispiel auch einen Gutschein mit einem Praxislogo drauf, wo einfach auch Mehrwert ist und wo der Arbeitgeber dem Mitarbeitenden auch was in die Hand gibt mit einem Branding von der Praxis und wo dann vielleicht auch nochmal die Zugehörigkeit zur Praxis für den Mitarbeiter nochmal dann dadurch gestärkt ist. Und wie du sagst, das verpufft halt nicht wie einfach nur so eine Gehaltserhöhung. Nee, Ja. auf alle Fälle. Aber nochmal ein ganz anderes Thema, Julia. Häufig kommt ja auch die Frage, wie ist es eigentlich mit der Scheinselbstständigkeit? Worauf müssen Ärztinnen und Ärzte da achten? Die Scheinselbstständigkeit ist tatsächlich ein sehr relevantes Thema. Bevor ich darauf eingehe, Anja, möchte ich mich noch mal ganz kurz den Rechtsformen widmen. Ja. Ich habe vorhin oft von niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen gesprochen. Damit wollte ich natürlich nicht unsere Privatärzte hier ausschließen. Die sind natürlich mit von den Ausführungen, die ich gerade und Steffi auch gerade gemacht hat, umfasst. Also guter auch Punkt. unsere Privatärzte können sich hier gut aufgehoben fühlen. Danke, dass du das nochmal ergänzt hast. Gerne. Genau, zur Scheinselbstständigkeit. Jawohl. Das ist tatsächlich ein Thema, was mich mittlerweile sehr oft begleitet und auch immer wieder aufkommt. Unter anderem deswegen, weil sich die Rechtsprechung und die Gesetzeslage da doch sehr stetig schnell weiterentwickelt. Scheinselbstständigkeit tritt interessanterweise nicht unbedingt dann auf, wenn ich Mitarbeitende beschäftige, sondern wenn ich Selbstständige bzw. Dienstleister beschäftige, die zwar als selbstständig auftreten, formell allerdings tatsächlich eher wie Arbeitnehmer bei mir tätig sind. Dann haben wir das Problem, dass bei Prüfungen durch die Deutsche Rentenversicherung zum Beispiel hier auffallen kann, dass wir eigentlich nur die formelle Angabe der Selbstständigkeit haben, aber eigentlich ein Arbeitsverhältnis vorliegt.
Und das führt dazu bedauerlicherweise, dass es dann zu hohen Nachzahlungen für Sozialversicherungsbeiträge kommen kann. Um das zu vermeiden, empfehle ich immer, dass wenn man mit Dienstleistern zusammenarbeitet, da eine individuelle Prüfung vornimmt und schaut, ob es denn wirklich eine selbstständige Tätigkeit ist. Mhm. Dafür ist insbesondere wichtig, ob der Dienstleister mehrere Auftraggeber hat, ob er weisungsgebunden ist dir gegenüber oder ob er auch in die Praxisorganisation eingebunden ist. Das heißt, hier müssen wirklich vertragliche Grundlagen und tatsächliche Grundlagen geschaffen werden, dass wir hier die Scheinselbstständigkeit auf jeden Schwieriges Wort. Fall, wirklich, Scheinselbstständigkeit auf jeden Fall vermeiden können. Hast du einmal kurz ein Beispiel für mich? Irgendwie, keine Ahnung, warum Laborant oder sowas gerade in meinem Kopf rumschwirrt. Was wäre denn so ein Dienstleister, der dann da in Frage kommen könnte? Irgendwie habe ich da gerade kein Bild vor Augen. Sagen wir mal, du bist mit deiner Praxis total durchgestartet und arbeitest jetzt mit einem Marketingdienstleister zusammen. Okay, ja, macht voll Sinn. Genau. Und der arbeitet aber auch wirklich, weil bei dir geht es so durch die Decke. Der arbeitet nur für dich. Und der ist eigentlich auch jeden Tag vor Ort und arbeitet mit deinen anderen Mitarbeitenden zusammen und ist auch wirklich, er greift auf das Telefonsystem deiner Praxis zu, auf das Computersystem. Dann könnte man schon davon ausgehen, dass er eigentlich nicht als Dienstleister tätig ist, Ja. sondern nur für dich, wie auch deine anderen Mitarbeiter, in deiner Praxis mitarbeitet. Das ist ein gutes Beispiel. Wenn ich da vielleicht aber kurz einmal noch eine Ergänzung Klar. vornehmen kann. Es betrifft halt auch wirklich auch die fachlichen Mitarbeiter. Mhm. Ich muss sagen, das war früher noch mehr. Also da hatten wir das Thema ganz oft auch in Krankenhäusern, wo dann beispielsweise auch vermeintlich selbstständige Ärzte oder auch Krankenpfleger tätig waren, auch im Zuge des Fachkräftemangels, wo man dann einfach noch Freelancer hinzugezogen hat. Ich nehme das aber auch immer mal wieder mit, dass es auch Praxen gibt, die dann halt einfach auch urlaubs- oder krankheitsbedingt dann einfach auch dann einfach für Vertretung sorgen müssen und dann Freelancer hinzuziehen müssen. Und Praxisvertretung ist halt wirklich auch ein großes Thema. Wenn ich jetzt wirklich mal im Urlaub bin und ich habe einen Praxisvertreter und da ist es halt, ich will jetzt nicht rechtlich zu sehr eingreifen, aber so, dass im Prinzip für jeden Vertretungsfall ein Statusfeststellungsverfahren eingeleitet werden müsste, weil man im Prinzip für jede Vertretung einmal neu prüfen muss, ist das jetzt eine selbstständige Tätigkeit oder ist es halt wirklich eigentlich ein Angestelltenverhältnis, ne? Und das finde ich immer wieder, wir machen ja auch für viele Praxen die Buchhaltung und wenn dann halt Rechnungen auftauchen von Praxisvertretern, das ist echt ein Thema, ne? Okay. Genau, abschließend dazu vielleicht noch. Es ist wichtig dazu zu sagen, gerade in der Existenzgründung, wenn es zu einer Prüfung kommt oder es irgendwie den Behörden bekannt wird, dass wir hier ein Problem der Scheinselbstständigkeit haben, die Rückforderung der Sozialversicherungsbeiträge werden für den Arbeitnehmer nur für 3 Monate gemacht. Für den Arbeitgeber gibt es diese Beschränkung allerdings nicht. Das heißt, hier können wirklich erhebliche Summen auf dich zukommen. Das ist auch nochmal sehr informativ. Vielen Dank dafür. Und zum Schluss habe ich jetzt tatsächlich nochmal eine kleine Bitte an euch. Es wäre total schön, wenn mir jede von euch jetzt nochmal einen Tipp mit auf den Weg geben kann, worauf Ärztinnen und Ärzte wirklich achten sollen. So den letzten Tipp von den Expertinnen. Magst du starten? Ich starte. Mein Tipp als Rechtsanwältin ist natürlich immer, egal welches Rechtsverhältnis man begründet oder eingeht, das vertraglich ordentlich festzuhalten. Ob das jetzt der Gesellschaftsvertrag ist, der Gemeinschaftsvertrag oder auch der Arbeitsvertrag, es sollte jedes Rechtsverhältnis auf einem guten, rechtssicheren Vertrag beruhen. Ja, und ich kann einfach nur den Tipp aus der Erfahrung, ich betreue ja wirklich sehr viele Existenzgründungen, mitgeben, sich wirklich frühzeitig Hilfe zu holen und auch die Experten, sei es jetzt ein Rechtsanwalt, Steuerberater, einen vernünftigen Banker, zwecks Praxisfinanzierung mit ins Boot zu holen, weil ich mache oftmals die Erfahrung, dass wir als Steuerberater kontaktiert werden und im Vorfeld schon ganz viel gelaufen ist, ne? Mhm. Und ich sage mal jetzt auch gerade, wenn es um eine langjährige Praxisfinanzierung geht, macht es auch Sinn, dass da vielleicht auch einfach mal ein Berater mit drauf schaut und schaut, passt das Angebot, sollte man sich vielleicht noch mal bei einer anderen Bank ein Angebot einholen, ne? Weil das sind ja einfach Entscheidungen, die langfristig getroffen werden. Und ich stelle immer wieder fest, der Steuerberater wird irgendwie so gesucht, nachdem schon ganz viele Schritte vollzogen sind, ne? Im Zweifelsfall gibt es dann auch schon irgendwie einen Gesellschaftsvertrag, den man dann selber geschrieben hat. Und man muss halt einfach sagen, gerade bei diesen Praxiszusammenschlüssen ist es halt wirklich wichtig. Am Anfang ist immer alles gut, ne? Man ist
gut gestimmt und möchte einfach dann gemeinsam gerne eine Praxis gründen. Aber es ist halt immer wichtig, dass man auch für den Streitfall dann auch wirklich abgesichert ist. Und deshalb sollte wirklich von Anfang an, sollten die Profis mit ins Boot geholt werden, um das alles wasserdicht zu machen. Das sind super Tipps. Ich danke euch beiden sehr für eure Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen möchte ich Danke sagen. Danke für Ihr Interesse und sollten Sie weitere Fragen haben, finden Sie unsere Kontaktdaten in der Beschreibung. Und jetzt möchte ich mich natürlich bei euch noch verabschieden, deswegen übergebe ich das Wort nochmal an euch. Ja, vielen Dank, Anja. Es hat super viel Spaß gemacht und wenn Rückfragen bestehen sollten, können Sie sich gerne bei uns melden. Da kann ich mich doch nur anschließen. Vielen Dank und noch einen wunderschönen Tag euch. Natürlich konnten wir heute nicht alle Einzelfragen im Detail beleuchten. Wenn Sie also steuerliche oder rechtliche Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Und wenn Sie darüber hinaus noch Themen haben, die Sie im Bereich Gesundheitswesen beschäftigt, melden Sie sich gerne bei uns, dann gehen wir in einem der nächsten Podcast-Folgen darauf ein.